In den heutigen Anno-News widmen wir uns dem polytheistischen Glauben der Römer und deren Auswirkungen auf eure Gesellschaft. Hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr trocken an, ist aber ein neues, spannendes Feature, was es so bisher noch in keinem Anno-Teil vorher gab. In diesem Sinne, beim Barte des Zeus herzlich willkommen zu den Anno-News in eurer Zocker-Lounge. Die heutigen Anno-News werden euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit Manor-Lords für gerade mal 18,70 € zuzüglich Mehrwertsteuer auch den genau richtigen Titel für euch im Angebot haben, mit dem ihr die Zeit bis zu Anno 117 füllen könnt. In Manor-Lords baut ihr eine möglichst realistische Siedlung im Mittelalter, treibt Handel mit Freunden und verteidigt euch gegen Feinde. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Glaube ist also neben Wissenschaft und Prestige einer der 3 bis dato noch geheimen Attribute in Anno 117 Pax Romana. Wenn euch die Attribute noch nichts sagen, schaut ihr am besten gerne mal in den letzten beiden Folgen der Anno News vorbei. Um das römische Leben in der Pax Romana möglichst korrekt darzustellen, darf der damalige vorherrschende Polytheismus als Teil der kulturellen Vielfalt der antiken Welt nicht fehlen. Unter Polytheismus versteht man im Prinzip die Verehrung zahlreicher Gottheiten, die unterschiedliche Schwerpunkte abdecken und von denen man eben glaubte, dass sie alle Aspekte des Lebens beeinflussen könnten. In Anno 117 schaltet ihr daher mit der Ansiedlung erster Plebejer das Religionsfeature frei, was wiederum bedeutet, dass ihr einen ersten kleinen Tempel auf eurer Insel errichten dürft. Über dieses Heiligtum könnt ihr dann passend zu eurer Spielweise einen von 4 Schutzpatronen wählen. Also die Hauptgottheit, die eure Bewohner auf der Insel dann verehren sollen. Und dabei könnt ihr das für jede besetzte Insel einzeln entscheiden und somit jeweils den dort gegebenen Situationen anpassen. Zu Beginn habt ihr die Möglichkeit, zwischen 4 Gottheiten zu wählen, zu welchen im späteren Spielverlauf noch weitere hinzukommen sollen. Eure Startgötter sind Ceres, Neptun, Minerva und Mars, die unterschiedliche Effekte auf eure Stadt, eure Produktion und eure Einheiten mitbringen. Um auf diese Effekte zurückgreifen zu können, müsst ihr zunächst Hingabe sammeln und schaltet so Stück für Stück neue Dinge frei, indem ihr eine Mindestgrenze an Glauben überschreitet. Solltet ihr euch für den falschen Gott entschieden haben, könnt ihr das übrigens auch jederzeit wieder rückgängig machen bzw. einen Wechsel veranlassen. Dann fangt ihr auf dieser Insel aber beim Thema Hingabe wieder bei 0 an. Neptun gilt zum Beispiel als der Beschützer des Süßwassers und der Meere. Solltet ihr euch für ihn entscheiden, profitiert ihr, genug Hingabe vorausgesetzt, von deutlich besseren Fischern samt Anstieg der Produktivität in allen Gebäuden, in denen Fisch- oder Meeresfrüchte verarbeitet werden. Außerdem baut ihr so Schiffe schneller, die dann obendrauf auch noch stabiler sind. Hingegen segnet Ceres eure Landwirtschaft und eure Bevölkerung. Das wiederum bedeutet, dass die Erträge eurer Bauernhöfe sowie die Produktion und Lagerung von landwirtschaftlichen Gütern steigen. Oder ihr setzt auf Mars, welcher für eine höhere Moral im Militär sorgt und sie daher besser kämpfen lässt. Neben lokalen Effekten auf eurer Insel erzeugt ihr mit Glauben aber auch globale Effekte. So einen überregionalen Effekt erreicht ihr, sobald ihr bei der produzierten Hingabe einen höheren Stellenwert überschreitet. Genauer gesagt wird der Schutzpatron mit dem höchsten Hingabewert zum dominanten Schutzpatron. Bei Neptun bedeutet das zum Beispiel, dass alle eure Schiffe an Geschwindigkeit gewinnen. Je höher der Glaube auf eurer Insel ist, desto schneller füllt sich die Hingabe auf. Glaube erhaltet ihr, wie auch andere Attribute, über öffentliche Gebäude wie das eingangs schon angesprochene Heiligtum. Alle im Umkreis befindlichen Gebäude erhalten so den Glauben, welcher dann auch gleich noch ein Bedürfnis erfüllt. Die zweite Möglichkeit sind spezielle Waren wie Wein, die den Wert ebenfalls in die Höhe treiben. Außerdem soll es später auch diverse Items geben, die hier einen positiven Effekt auf die Insel oder einen Teilbereich ausüben können. Die produzierte Hingabe ergibt sich dann aus dem insgesamt vorhandenen Glauben eurer Insel. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle sicherlich auch, dass Anno 117 hier einen möglichst realistischen Ansatz verfolgt. So laufen also
keine übergroßen Gottheiten durch eure Straßen und schießen mit Blitzen oder anderen Dingen um sich. Hingegen geht es eher um einen psychologischen Effekt für eure Bewohner. Sprich, euer Volk erlangt Mut und Motivation daran, eine Gottheit anzubeten, was dann in Wirklichkeit der Grund für den Buff ist. Neben dem kleinen Tempel recht früh im Spiel dürft ihr später auch richtig große Tempel errichten lassen, die dann jeweils eurer gewählten Gottheit gewidmet sein werden, sich also auch grafisch unterscheiden. Obendrauf haben diese Tempel einen viel größeren Einflussbereich und verleihen den umliegenden Gebäuden einen zusätzlichen Glaubensbonus. Die Kelten in Albion haben übrigens ganz eigene Gottheiten und im Gegensatz zu den Römern keine Tempel, sondern Kultstätten. Da sich das Albion-Gameplay aber ohnehin vom klassischen Latium unterscheiden soll, kommen wir hierauf in den zukünftigen Anno-News nochmals zurück. In diesem Sinne gerne Abo dalassen für noch viel mehr News rund um Anno 117 und bis zum nächsten Mal. Wie euer Vermächtnis in Erinnerung bleibt, Statthalter, liegt in eurer Hand. Doch zuerst müsst ihr es aufbauen. Anno 117, Pax Romana. Auf die Wishlist. Jetzt.